Und zugeschaltet ist mir nun der Experte für Sicherheitspolitik, Professor Joachim Krause. Guten Morgen, Herr Professor Krause. Guten Morgen, Herr Hedler. Das, was wir in den vergangenen 24 Stunden gesehen haben, Putin stimmt einer Waffenruhe zu, aber nur unter seinen Maximalbedingungen. Wie muss man das wirklich sehen? Ist Putin tatsächlich ein so gewiefter Taktierer, dass Trump im Moment so, versucht darauf einzugehen? Ja, ich meine, Putin war überhaupt mal erstmal überrascht über diesen Vorschlag eines Waffenstillstandes. Der kam ja praktisch von den Europäern. Und nun hat er ihn mit so vielen Bedingungen verbunden, dass eigentlich nicht davon ausgegangen werden kann, dass in absehbarer Zeit ein Waffenstillstand passiert. Was Putin natürlich versucht, ist, Trump bei der Stange zu halten. Er sieht in ihm den wichtigsten Faktor dafür, um Druck auf die Ukraine auszuüben, um die Ukraine praktisch doch zu seinen Gunsten zu gestalten, also zu den russischen Absichten zu gestalten. Das heißt, letztendlich die Souveränität der Ukraine aufzuheben und gewaltige Grenzverschiebungen zugunsten Russlands zu bewirken. Ich glaube, diese Hoffnung hat er noch nicht aufgegeben. Und es wird sich jetzt zeigen in den nächsten Tagen, wie Trump reagiert. Allein zu sagen, da wären gute Signale aus Moskau gekommen, hört sich meines Erachtens ziemlich naiv an. Die Frage ist, inwieweit ist Trump wirklich mit den ganzen Verhältnissen vertraut und inwieweit wird er von Leuten beraten, die ihm darlegen, was wirklich los ist, oder nicht doch von Leuten, die im Grunde genommen sehr große Sympathien für Russland haben. Das ist ja genau der Punkt, den Sie ansprechen, Herr Professor, weil eigentlich hat Trump ja einen Ukraine-Sonderbeauftragten und das ist General Keith Kellogg. Aber Putin hat jetzt gesagt, nee, mit dem will ich gar nicht reden, weil der war weder in Saudi-Arabien bei den Gesprächen mit der Ukraine dabei, noch mit Russland mit dabei. Steve Witkoff spielt eine große Rolle, aber das ist ein Immobilienmogul. Der ist eigentlich der Nahost-Sonderbeauftragte. Also was zeigt das auch? Also spielt Putin tatsächlich jetzt die Sonderbeauftragten von Trump gegeneinander aus? Ja, das sieht ganz danach aus, dass Putin versuchte, Kellogg auszumanövrieren. Das war schon vorher absehbar, denn Kellogg hatte im Grunde genommen eine sehr ukrainefreundliche Politik ursprünglich eingeschlagen. Das sieht man an seinem Papier, welches er vor einem Jahr veröffentlicht hatte. Und das ist natürlich unangenehm für Putin. Putin möchte am liebsten mit Trump einen Deal aushandeln, bei dem der ganze Krieg zu Bedingungen beendet wird, wie Putin es sich vorstellt. Das heißt, dass 4 ukrainische Provinzen direkt erstmal an Russland abgetreten werden, dass das ukrainische Militär ganz klein wird und dass in Kiew ein Machtwechsel stattfindet. Das sind die Ziele von Putin. Und da hofft er immer noch, dass die Trump-Administration in diese Richtung bewegen kann. Welche Bedeutung hat denn in Ihren Augen jetzt auch der Erfolg der russischen Truppen im russischen Kernland in Kursk, dass die ukrainischen Truppen zurückgedrängt werden? Vor 7 Monaten sind sie ja da einmarschiert und Russland hatte große Probleme, sie wieder zu vertreiben. Jetzt, wir haben es eben gehört von unserem Korrespondenten Christoph Wanner, sind es nur noch ein paar einzelne Landstriche. Also ist es tatsächlich, spricht das für Putin? Hat er da tatsächlich jetzt den Vorteil errungen, in die Oberhand zu gehen? Ja, das ist durchaus der Fall. Putin kann sagen, jetzt haben wir das Gebiet wieder zurückerobert. Er hat sich dafür sehr lange Zeit gelassen, was auch damit zusammenhängt, dass die russischen Streitkräfte keinesfalls mehr so einsatzfähig sind in vielen Bereichen wie noch vor vielen Jahren. Aber letztendlich hat er es geschafft und damit triumphiert er natürlich auch und sieht sich jetzt auch sozusagen bestätigt darin, dass er einen harten Kurs weiterführt. Er sieht sich auf der Siegerstraße, obwohl das hat er schon vor 2,5 oder 3 Jahren gesagt. Aber im Augenblick sieht die Lage etwa so aus, dass Russland Gewinne macht, kleine Gewinne macht, aber es sieht keinesfalls so aus, als ob die Ukraine strauchelt oder aufgeben wird. Herr Professor, es ist Tag 1115 des Ukraine-Krieges. Ich danke Ihnen für das Gespräch und Ihre Expertise. Gerne, danke.